Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist beim zweiten Teil des Grundlagenkurs Nähen. Heute zeige ich dir, wie man die Nähmaschine einrichtet. Das heißt, wie fädelst du den Oberfaden ein, was machst du mit dem Unterfaden und worauf hast du dabei zu achten. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen rangezoomt, damit ihr das besser seht. Ich starte mal mit den wichtigsten Funktionen. An der Seite findet ihr immer den An- und Ausschalter. Klar, ohne das geht's nicht. Und natürlich auch das Stromkabel, was meistens auch an der Seite ist. Dazu gibt es dann noch ein Kabel für das Gaspedal. Ich hole das mal hoch. Das sieht bei mir so aus. Das Gaspedal ist wie beim Auto auch. Fuß drauf, Gas geben. Wenn man mehr drückt, fährt man schneller. Wenn man langsamer drückt, fährt man etwas langsamer. Hier an der Seite ganz wichtig auch das Handrad. Wenn ich hier dran drehe, bewegt sich die Nadel. Das heißt, mit dem Handrad kann ich manuell Stiche bilden. Das benutze ich zum Beispiel, wenn ich genau nähen muss oder ein dickeres Material, wo ich vorsichtig nähen möchte. Alles, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das normal nähen kann oder wo ich ein bisschen langsamer und vorsichtiger nähen will, nehme ich das Handrad und kurbel manuell weiter. Hintenrum ist rückwärts und vorne rum ist vorwärts. Dann komme ich mal hier vorne zu den Knöpfen. Das sind hier relativ viele, das soll euch nicht abschrecken. Meine Nähmaschine hat ein paar mehr Knöpfe, die brauchen wir aber alle nicht. Und auch wenn eure Nähmaschine weniger Knöpfe hat, ist gar kein Problem. Denn eigentlich brauchen wir nur den Gradstich, den findet man auf meiner Nähmaschine hier auf der 1. Und den Zickzackstich, den findet man hier auf der 8. Zudem müssen wir dann noch die Einstellmöglichkeiten haben für Stichlänge, das sieht man hier. Und die Stichbreite ist dann noch für den Zickzackstich wichtig. Sonst sind die Sachen hier alle recht unrelevant. Wenn wir jetzt anfangen wollen mit Nähen, brauchen wir zwei verschiedene Fäden. Einmal den Oberfaden und einmal den Unterfaden. Für den Oberfaden nehmen wir hier eine Garnrolle und für den Unterfaden müssen wir noch Garn aufspulen auf so eine Spule hier. Das zeige ich euch jetzt mal an meiner Nähmaschine. Die Spule kommt hier auf so einen Pin, rastet hier bei mir ein, da gibt es so eine kleine Einkerbung und dann stecke ich das Garn hier drauf und fädel es hier ein durch eine Führung und dann kommt die hier durch eine Spannung. Das ist ganz wichtig, diese Spannung gibt es bei jeder Nähmaschine. Diese Spannung ist dafür zuständig, dass das Garn ordentlich auf die Spule aufgerollt wird. Da müsst ihr mal genau schauen, dass ihr zwischen diesen beiden Metallplatten seid. Dann wickelt ihr das Garn um die Spule drumherum. Ich halte die dann immer noch fest. Bei mir kommt dann hier dieser andere Pin an die Spule ran und dann kann ich auch schon mit dem Spulen starten. So, einmal abziehen und schon ist die Spule fertig. Wenn wir die Spule fertig aufgespult haben, kommt das Garn hier wieder raus. Bei mir kann ich sie dann hier in der Führung drin lassen, dann kommt sie aber hier hinten durch eine zweite Führung, man hört auch so einen kleinen Klick. Wenn es eingerastet ist, dann kommt es bei mir hier durch. Man sieht auch hier oben sind Markierungen und auch nochmal eine Erklärung, wie das Ganze einzufädeln ist. Also die Nummer 1 war hier oben, die Nummer 2 ist das hier, die Nummer 3 ist das, wo es hier Klick gemacht hat, die Nummer 4 ist hier einmal durch den Bügel. Für die Nummer 5 nehmen wir das Garn und führen es einmal um diesen Regler drumherum. Das ist die Fadenspannungseinstellung für den Oberfaden. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das machen wir in einem anderen Video. Und dann gehen wir hier durch den sogenannten Fadengeber. Dieser Fadengeber, der ist nicht immer zu sehen, weil der sich bewegt. Wenn ihr ihn nicht seht, dann müsst ihr am Handrad drehen. Ich mache das mal eben. Zack. Verschwindet, drehen, drehen, drehen und da ist er wieder. Also so lange drehen, bis ihr ihn seht und dann das Garn darin einfädeln. So, ich habe euch das jetzt hier nochmal rangezoomt. Also wir kommen von oben runter, dann geht es durch diesen Bügel hier und auch nochmal hinten hier bei der Nadel und dann fädeln wir das Garn von vorne nach hinten in die Nadel ein. Und fertig ist der Oberfaden. Weiter geht's mit dem Unterfaden. Dann nehmen wir uns die Spule, die wir eben aufgespult haben und legen die unten in die Spulenkapsel ein. Bei mir ist es hier oben mit drauf. Bei manchen Nähmaschinen muss man unten drunter schauen. Bei mir geht es hier so. Ich habe hier eine Klappe, die mache ich auf
Und auf dieser Klappe steht auch schon, wie ich den Faden einzufädeln habe. Also da muss man dann die Spule so einlegen, dass das Garn hier links ist. Und dann kommt es flach in diese Spulenkapsel und wird durch 2 Führungen eingelegt. Ich mache das dann immer so, dass ich dann die Klappe erstmal auflasse, einmal am Handrad drehe und damit den Unterfaden hochhole. Da ist er. Da, das ist der Unterfaden. Seht ihr, wenn ich jetzt da dran ziehe, dreht sich hier unten auch die Spulenkapsel und dann mache ich das Ganze zu. So, und dann haben wir die Nähmaschine auch schon eingefädelt. Ich habe euch hier jetzt nochmal eine andere Nähmaschine mitgebracht. Das ist die von meiner Mama. Da habe ich auch sehr lange drauf genäht, bevor ich meine eigene Nähmaschine bekommen habe. Ich glaube, die ist damals von einem bekannten Discounter gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ist auch schon sehr, sehr alt und funktioniert immer noch tadellos. Da möchte ich euch gerne mal kurz zeigen, wie ihr die Nähmaschine einrichtet und wo da die Gemeinsamkeiten liegen und wo es Unterschiede gibt. Gemeinsamkeit Nummer 1 ist auf jeden Fall, dass hier an der Seite immer noch der An- und Ausknopf ist. Und hier ist auch das Stromkabel, sowohl für den Strom an sich und auch das Gaspedal. Das sieht bei der Nähmaschine so aus. Dann gibt es hier auch das Handrad an der Seite, mit dem man dann die Nadel hier vorne bewegen kann. Hier vorne gibt es dann die Stichauswahl, die wird hier mit einem Rädchen durchgeführt. Bei mir ist es ja ein Display. Hier gibt es dann ein Rädchen, wo man dann sieht, welche Nummer welcher Stich ist. Da braucht man dann auf der 1 die Stichlänge und auf der 2 bis 5 sind es verschiedene Zickzack-Varianten. Hier unten wird noch die Stichlänge an sich eingestellt und auch hier ist der Rückwärtsgang. Ich zeige euch jetzt mal hier von oben, wie man diese Nähmaschine einfädelt. Die unterscheidet sich gar nicht so sehr von meiner Nähmaschine. Es gibt nur so ein paar kleinere Unterschiede. Als erstes müssen wir natürlich wieder die Spule aufspulen. Dazu brauchen wir hier wieder eine Spule, die ist hier silbern aus Metall. Meine war ja aus Plastik, aber die gibt es immer passend auch dazu. Steht auch in der Bedienungsanleitung, welche ihr braucht. Da an der Seite ist so eine kleine Kerbe und in diese Kerbe muss es dann einrasten. Dann kommt das Garn hier auf diesen Pin. Diesen Pin kann man auch versenken, wenn man die Nähmaschine mal verstauen möchte. Das ist ganz praktisch. Kommt das Garn hier drauf. Und dann, ganz simpel, wird es nur durch diese Spannung hier geführt. Diese Spannung hatten wir schon bei meiner Nähmaschine, die ist ganz, ganz wichtig, hatte ich ja schon gesagt. Und auch hier gibt es wieder diese Spannung und da müssen wir auf jeden Fall durch. Dann wickeln wir das Garn hier um die Spule und hier drücken wir dann die Spule an diesen Pin hier an der Seite. Um das Ganze dann zu spulen, müssen wir einfach nur Gas geben. Dann können wir die Spule hier wieder zur Seite drücken. Und dann ist die Spule auch schon aufgespult. Das Garn hier oben kann bleiben, wo es ist, vom Spulen eben noch. Dann nehmen wir uns jetzt das Garn und führen das hier oben durch 2 Führungen. Einmal so ein Häkchen und dann nochmal so ein Loch. Diese Führung hier oben, wo das genau durch muss, das steht auch in der Betriebsanleitung von der Nähmaschine. Wenn ihr da keine Betriebsanleitung mehr habt, fragt da gerne mal beim Hersteller nach oder schaut mal im Internet, da habe ich auch schon oft Bedienungsanleitungen gefunden. Das hilft euch dann auf jeden Fall weiter, weil das ist bei jeder Nähmaschine anders. Das kann ich jetzt nicht pauschal sagen. Ich möchte euch hier nur Beispiele geben, wie es aussehen kann. Was aber bei jeder Nähmaschine gleich ist, ist die Fadenspannungseinrichtung hier vorne. Das ist die Fadenspannung für den Oberfaden. Das heißt, dieses Garn muss durch diese Fadenspannung. Das sind hier 2 Metallplättchen und da muss das Garn dann durch. Was auch gleich ist wie bei meiner Nähmaschine, ist die Führung hier unten. Da muss man einmal so rumführen, das Garn. Und dann, was auch immer gleich ist bei jeder Nähmaschine, ist dieser Fadengeber. Das ist der immer mal wieder verschwindet, wenn man am Handrad dreht und dann wieder nach oben kommt. Also wenn ihr den nicht seht, einmal am Handrad drehen, bis er da ist und dann könnt ihr von rechts das Garn einfädeln, einmal hinten hinter und dann rutscht das hier vorne in diesen Fadengeber rein und dann könnt ihr das Garn nach unten führen. So, wenn wir mit dem Garn jetzt von hier oben runtergekommen sind, kommt es auch wie bei meiner Nähmaschine hier oben durch eine Führung, die gibt es auch immer. Das ist eine Führung, die kurz vor der Nadel ist. Und dann wird es nur noch von vorne nach hinten in die Nadel eingefädelt. Jetzt kommen wir noch zum Unterfaden. Da hatten wir ja uns die Spule für den Unterfaden schon aufgespult. Und bei dieser Nähmaschine ist es so, dass der Faden nicht von oben eingelegt werden kann,
wie bei meiner Nähmaschine, sondern von unten in eine Spulenkapsel eingelegt werden muss. Dafür müssen wir dann hier erstmal einen Teil abnehmen. Das ist so eine kleine Zubehörbox. Und dann kann man hier eine Klappe aufmachen. Und hier befindet sich dann die Spule drin. Diese Spule kann man dann mit so einem Kläppchen hier rausholen. Und in diese Spulenkapsel legt man dann die Spule ein. Die Spule wird mit dem Garn nach rechts, also rechts rum, so wenn ich da jetzt dran ziehe, dreht sich die Spule rechts rum, in die Spulenkapsel eingelegt. Ich halte die immer so, dass der Pin oben ist und dann lege ich die Spulenkapsel hier rein. Hier oben sieht man dann jetzt so einen kleinen Schlitz und durch diesen Schlitz muss dann das Garn geführt werden. So. Und dann führt man das Garn unter dieser Feder her und zieht sie hier durch. Das sieht dann so aus. Da muss das Garn dann sitzen. Dann drehen wir die ganze Spulenkapsel um und mit diesem Pin nach oben, der Pin muss dann genau hier oben in diese Einkerbung rein. Und da macht es auch ein sattes Geräusch, so ein Klick. Genau, so sitzt sie richtig drin. Sonst würde man das auch merken, weil dann würde die wieder rausfallen. Also wenn es da keinen richtigen Klick macht und man das Gefühl hat, die sitzt wirklich fest, dann sitzt die auch nicht richtig. Dann kann man die auch nochmal rausnehmen. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich den Unterfaden hochhole mit dem Oberfaden. Dafür halte ich hier den Oberfaden fest, drehe an dem Handrad. Dadurch legt sich der Oberfaden einmal um die Spulenkapsel drumherum und zieht den Unterfaden mit hoch. So, und dann habe ich ihn hochgeholt. Dann kann ich den mit dem Finger nochmal so kurz da rausmachen, dass ich beide Fäden nehmen kann, um sie nach hinten zu legen. Dann klemme ich hier auch nichts ein, weil wenn ich jetzt hier die Klappe zumache, kann das schon mal passieren, dass man das Garn mit einklemmt. Das wäre ja blöd. Genau, und dann kann ich alles wieder zusammenbauen und dann ist es auch schon eingefädelt. Das war das zweite Video vom Grundlagenkurs Nähen. Jetzt weißt du, wie du deine Nähmaschine richtig einrichtest. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du zuschneidest.